Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts zum Deutschlernen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über ein Thema, das für viele Menschen sehr wichtig ist, besonders im Alltag. Es geht darum, wie man auf Deutsch über Beziehungen spricht. Also darüber, wie man über Freunde, Familie, Partner oder andere wichtige Menschen in seinem Leben sprechen kann. Viele Lernende können schon über Arbeit, Essen oder Hobbys sprechen, aber wenn es um Beziehungen und Gefühle geht, fühlen sich viele noch etwas unsicher. Genau deshalb möchten wir heute gemeinsam üben, wie man über solche Themen auf Deutsch spricht. Das klingt wirklich interessant, Markus. Ich glaube, dieses Thema betrifft sehr viele Menschen. Wenn man eine neue Sprache lernt, möchte man ja nicht nur über einfache Dinge sprechen. Man möchte auch über Menschen sprechen, die einem wichtig sind. Zum Beispiel über die eigene Familie, über Freunde oder über den Partner. Ich erinnere mich noch gut daran, wie schwierig das für mich am Anfang war. Ich konnte einfache Sätze sagen, aber ich habe mich immer gefragt, wie kann ich auf Deutsch über Beziehungen sprechen? Das ist eine sehr typische Erfahrung. Viele Lernende kennen schon viele Wörter, aber sie wissen nicht genau, wie sie über persönliche Beziehungen sprechen können. Dabei ist dieses Thema im Alltag unglaublich wichtig. Wenn man neue Menschen kennenlernt, sprechen viele sehr schnell über Familie oder Freunde. Man fragt zum Beispiel, hast du Geschwister? Oder hast du einen Partner? Oder wie lange kennt ihr euch schon? Solche Fragen kommen sehr häufig in Gesprächen vor. Stimmt. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Kollegin. Sie fragte mich einmal, ob ich viele Freunde in der Stadt habe. Ich verstand die Frage, aber ich wusste nicht genau, wie ich meine Situation erklären sollte. Ich wollte sagen, dass ich ein paar gute Freunde habe, aber nicht sehr viele. Und ich wollte auch erklären, dass ich meine Familie manchmal vermisse. Aber mir fehlten die richtigen Wörter. Markus, ich sehe immer wieder Kommentare von Zuhörern, die fragen, ob es auch etwas zum Lesen gibt. Viele sagen, dass sie gern kurze Geschichten auf Deutsch hätten, Geschichten auf Deutsch hätten, um ihren Wortschatz zu verbessern. Ja, das habe ich auch oft gelesen. Genau deshalb habe ich mein erstes kleines E-Book geschrieben. Darin gibt es kurze deutsche Geschichten über Alltagssituationen mit einfachen Sätzen und wichtigen Wörtern. Also Geschichten, mit denen man Deutsch für echte Gespräche lernen kann? Genau. Die Idee ist, dass man beim Lesen automatisch typische Wörter und Situationen aus dem Alltag lernt. Das klingt wirklich hilfreich. Wenn euch das interessiert, findet ihr den Link zum Buch unten in den Kommentaren. Und schreibt uns auch gern, welche Lernmaterialien euch noch helfen würden. Genau solche Situationen möchten wir heute gemeinsam anschauen. In dieser Folge lernen wir wichtige Wörter und Sätze, die ihr benutzen könnt, wenn ihr über Beziehungen sprecht. Wir sprechen auch über Freundschaften, über Familie, über Partnerschaften. Und ganz wichtig, wir sprechen über Gefühle. Außerdem schauen wir uns verschiedene Möglichkeiten an, wie man Zuneigung oder Nähe ausdrücken kann. Viele Menschen kennen zum Beispiel den Satz „Ich liebe dich", aber es gibt noch viele andere Ausdrücke, die man im Alltag benutzt. Ich glaube, viele Zuhörer möchten genau solche Sätze lernen, weil sie im Alltag sehr wichtig sind. Genau. Deshalb haben wir für diese Folge einen klaren Plan. Zuerst sprechen wir über wichtige Wörter rund um Beziehungen. Danach schauen wir uns an, wie man über seine eigenen Beziehungen sprechen kann. Dann geht es um Gefühle und Emotionen.
Wir werden auch darüber sprechen, wie man Zuneigung ausdrücken kann und welche Unterschiede es zwischen verschiedenen Ausdrücken gibt. Außerdem hören wir später ein kleines Beispielgespräch, das ihr laut nachsprechen könnt. Das gefällt mir besonders. Wenn man Dialoge hört und nachspricht, lernt man sehr schnell. Absolut. Und bevor wir richtig anfangen, möchte ich noch 3 kleine Lernregeln mit euch teilen, die euch heute helfen können. Oh, sehr gut. Tipps sind immer hilfreich. Die erste Regel ist, sprecht langsam. Wenn ihr eine neue Sprache lernt, ist es völlig normal, langsamer zu sprechen. Das hilft eurem Gehirn, die Wörter besser zu verarbeiten. Das ist ein guter Hinweis. Viele Menschen denken, sie müssen sofort schnell sprechen. Genau. Aber langsam und klar zu sprechen ist viel besser. Die zweite Regel ist, wiederholt wichtige Wörter. Wenn ihr ein neues Wort hört, sprecht es ruhig 2- oder 3-mal laut nach. Wiederholung hilft wirklich sehr beim Lernen. Und die dritte Regel ist, benutzt einfache Sätze. Ihr müsst keine komplizierten Sätze bilden. Ein einfacher Satz wie „Das ist mein bester Freund“ oder „Ich vermisse meine Familie“ reicht völlig aus. Das nimmt viel Druck weg. Genau. Und liebe Zuhörer, wir möchten euch auch motivieren, aktiv mitzumachen. Wenn ihr gerade zuhört, versucht ruhig einige Sätze laut nachzusprechen. Das hilft euch, die Sprache besser zu fühlen und sicherer zu werden. Ja, macht wirklich mit. Auch wenn ihr alleine seid, sprecht laut. Das macht einen großen Unterschied. Sehr gut gesagt. Dann würde ich sagen, wir starten jetzt mit unserem Thema. Im nächsten Abschnitt sprechen wir über wichtige Wörter, die ihr braucht, wenn ihr auf Deutsch über Beziehungen sprechen möchtet. Ich bin bereit. Los geht's! Bevor wir mit den ersten Wörtern beginnen, möchte ich kurz über eine wichtige Frage sprechen. Warum sind Beziehungen eigentlich so ein großes Thema, wenn wir eine Sprache lernen? Das habe ich mich ehrlich gesagt auch schon oft gefragt. Am Anfang denkt man beim Deutschlernen ja meistens an Dinge wie Essen bestellen, einkaufen oder nach dem Weg fragen. Genau. Diese Themen sind natürlich wichtig. Aber wenn man länger in einem Land lebt oder mehr Gespräche mit Menschen führt, merkt man schnell etwas anderes. Viele Gespräche drehen sich um Beziehungen. Stimmt. Menschen sprechen sehr oft über andere Menschen. Genau. Wir sprechen über unsere Familie, über unsere Freunde, über Partner oder über Kollegen. Wenn du jemanden besser kennenlernst, kommen solche Themen sehr schnell in einem Gespräch vor. Das habe ich auch schon erlebt. Als ich neu in meiner Stadt war, habe ich einige neue Leute kennengelernt. Am Anfang haben wir über einfache Dinge gesprochen, zum Beispiel über die Arbeit oder über das Wetter. Aber nach ein paar Minuten kamen plötzlich ganz andere Fragen. Welche Fragen waren das? Eine Person fragte mich zum Beispiel, „Hast du Geschwister?“ Und eine andere Person fragte, „Lebt deine Familie hier oder in einem anderen Land?“ Ich war ein bisschen überrascht, weil ich nicht genau wusste, wie ich antworten soll. Das ist eine sehr typische Situation. Viele Menschen stellen solche Fragen, wenn sie jemanden besser kennenlernen möchten. Ja, und ich wollte natürlich antworten, aber ich musste kurz überlegen, welche Wörter ich benutzen kann. Genau deshalb ist dieses Thema so wichtig. Wenn du eine Sprache lernst, möchtest du nicht nur über Dinge sprechen, du möchtest auch über Menschen sprechen und besonders über Menschen, die dir wichtig sind. Zum Beispiel über die eigene Familie oder über gute Freunde. Genau. Und solche Gespräche kommen im Alltag sehr oft vor. Stell dir vor, du triffst einen neuen Kollegen bei der Arbeit. Vielleicht fragt er dich, „Hast du Familie hier?“
Oder wie lange lebst du schon in dieser Stadt? Oder jemand fragt, hast du viele Freunde hier? Genau. Oder auch, bist du in einer Beziehung? Oder wie lange kennt ihr euch schon? Das sind wirklich typische Fragen. Und wenn du diese Fragen verstehst und beantworten kannst, fühlst du dich sofort viel sicherer im Gespräch. Du kannst dann nicht nur zuhören, sondern auch selbst etwas erzählen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn man über Beziehungen sprechen kann, werden Gespräche sofort persönlicher. Genau. Und persönliche Gespräche helfen uns, andere Menschen besser kennenzulernen. Sprache ist nicht nur ein Werkzeug für Informationen. Sprache verbindet Menschen. Das gefällt mir sehr. Wenn man über Familie oder Freunde spricht, versteht man eine Person viel besser. Absolut. Deshalb ist es so hilfreich, die richtigen Wörter und Sätze zu kennen. Wenn dich jemand fragt, hast du Geschwister? Möchtest du natürlich antworten können. Oder wenn jemand fragt, wie lange kennt ihr euch? Genau. Oder wo habt ihr euch kennengelernt? Diese Fragen höre ich wirklich oft. Und genau darum geht es heute. Wir möchten euch helfen, solche Gespräche besser zu verstehen und selbst daran teilzunehmen. Das klingt sehr hilfreich. Im nächsten Abschnitt schauen wir uns deshalb zuerst einige wichtige Wörter an. Mit diesen Wörtern könnt ihr beginnen, über eure eigenen Beziehungen zu sprechen. Also über Familie, Freunde und andere wichtige Menschen. Genau. Und wenn ihr diese Wörter kennt, wird es viel einfacher, solche Gespräche zu führen. Gut, Sarah. Nachdem wir darüber gesprochen haben, warum Beziehungen ein so wichtiges Thema im Alltag sind, schauen wir uns jetzt einige wichtige Wörter an. Wenn du über Beziehungen sprechen möchtest, brauchst du zuerst einen kleinen Grundwortschatz. Das sind Wörter, die du in vielen Gesprächen hören wirst. Das klingt gut, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich bei diesem Thema früher oft unsicher war. Ich kannte einige Wörter, aber ich wusste nie genau, wann ich welches Wort benutzen soll. Das ist ganz normal. Viele Lernende kennen einzelne Wörter, aber sie sind sich nicht sicher, welche Bedeutung genau dahinter steckt oder wann man sie im Gespräch benutzt. Deshalb gehen wir die wichtigsten Wörter jetzt Schritt für Schritt durch. Sehr gut. Dann kann ich auch direkt nachfragen, wenn ich etwas nicht verstehe. Genau das wollen wir. Fangen wir mit einem sehr bekannten Wort an. Freund oder Freundin. Dieses Wort habe ich schon sehr früh gelernt. Aber ehrlich gesagt war ich lange verwirrt. Wirklich? Warum? In meiner Sprache bedeutet ein ähnliches Wort immer eine romantische Beziehung, aber im Deutschen kann Freund auch einfach ein guter Bekannter sein. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Im Deutschen kann Freund zwei Bedeutungen haben. Es kann ein guter Freund sein, also jemand, mit dem du viel Zeit verbringst und dem du vertraust. Aber es kann auch ein romantischer Partner sein. Das hat mich am Anfang wirklich durcheinander gebracht. Deshalb ist der Kontext wichtig. Wenn jemand sagt, das ist mein bester Freund, meint er normalerweise eine Freundschaft. Also keine romantische Beziehung. Genau. Ein Beispiel wäre, das ist mein bester Freund. Wir kennen uns seit 10 Jahren. Das klingt sehr natürlich. Wenn jemand über eine romantische Beziehung spricht, sagt man oft, das ist mein Freund oder das ist meine Freundin. Ah, jetzt verstehe ich den Unterschied besser. Sehr gut. Jetzt schauen wir uns das nächste Wort an. Partner oder Partnerin. Ich habe das Wort schon gehört, aber ich benutze es selten. Viele Menschen benutzen dieses Wort, wenn sie über eine feste Beziehung sprechen.
Partner oder Partnerin klingt oft etwas neutraler oder erwachsener als Freund oder Freundin. Also kann man sagen, das ist mein Partner. Genau. Oder sie ist meine Partnerin. Und das bedeutet, dass man zusammen ist? Richtig. Man kann auch sagen, wir sind seit 3 Jahren zusammen. Dieser Satz gefällt mir, weil er sehr einfach ist. Genau. Viele Menschen benutzen diesen Satz im Alltag. Markus, ich habe noch eine Frage. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Zusammensein und in einer Beziehung sein? Gute Frage. Beide bedeuten fast das Gleiche. Zusammensein ist etwas informeller. In einer Beziehung sein klingt ein bisschen formeller. Ah, also zwei Möglichkeiten für fast dieselbe Idee. Genau. Und das bringt uns wahrscheinlich zum nächsten Wort. Beziehung. Richtig. Eine Beziehung beschreibt die Verbindung zwischen zwei Menschen, die ein Paar sind. Also eine romantische Verbindung. Genau. Zum Beispiel, ich bin in einer Beziehung. Oder vielleicht, Sie haben eine sehr gute Beziehung. Genau. Dieses Wort kann auch allgemein eine Verbindung zwischen Menschen beschreiben. Interessant. Ich dachte immer, Beziehung bedeutet nur Liebe. Viele denken das, aber es kann auch andere Beziehungen beschreiben. Zum Beispiel eine gute Beziehung zwischen Kollegen oder zwischen Eltern und Kindern. Ah, das wusste ich nicht. Jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Wort. Ehe. Ehe bedeutet, dass zwei Menschen verheiratet sind, richtig? Genau. Eine Ehe ist eine offizielle Verbindung zwischen zwei Menschen, die geheiratet haben. Also wenn jemand sagt, Sie führen eine glückliche Ehe. Genau. Markus, ich habe noch eine Frage. Ist Ehe ein Wort, das man oft im Alltag hört? Ja, besonders wenn Menschen über ihre Familie oder ihr Leben sprechen. Apropos Familie, das ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Wörter überhaupt. Absolut. Familie beschreibt die Menschen, mit denen du verwandt bist. Zum Beispiel deine Eltern, Geschwister oder Kinder. Also meine Mutter, mein Vater und meine Schwester gehören zu meiner Familie. Genau. Du könntest sagen, ich habe ein gutes Verhältnis zu meiner Schwester. Dieses Wort Verhältnis habe ich schon gehört, aber ich war mir nie sicher, was es bedeutet. Verhältnis beschreibt die Beziehung zwischen zwei Menschen. Zum Beispiel kann man sagen, ich habe ein gutes Verhältnis zu meiner Familie. Ah, das bedeutet also, dass man sich gut versteht. Genau. Markus, ich habe noch ein Wort, das ich oft höre. Kollege. Ja. Kollege oder Kollegin ist eine Person, mit der du arbeitest. Also jemand aus der Firma oder aus dem Büro. Genau. Zum Beispiel, sie ist meine Kollegin. Und manchmal werden Kollegen auch Freunde. Das stimmt sehr oft. Ich habe auch schon das Wort Bekannter gehört. Aber ich verstehe nicht ganz den Unterschied zu Freund. Das ist eine sehr gute Frage. Ein Bekannter ist jemand, den du kennst, aber nicht sehr gut. Also jemand, mit dem ich nicht so viel Zeit verbringe. Genau. Vielleicht habt ihr euch ein paar Mal getroffen oder ihr kennt euch von der Arbeit. Also weniger nah als ein Freund. Genau. Markus, ich habe das Gefühl, dass Vertrauen auch ein sehr wichtiges Wort ist. Absolut. Vertrauen ist eine der wichtigsten Grundlagen jeder Beziehung. Was bedeutet Vertrauen genau? Vertrauen bedeutet, dass du einer Person glaubst und dich auf sie verlassen kannst. Also, wenn ich jemandem persönliche Dinge erzählen kann. Genau. Zum Beispiel, Vertrauen ist sehr wichtig in einer Beziehung. Das klingt sehr logisch. Aber Beziehungen sind nicht immer perfekt. Deshalb gibt es auch ein anderes Wort, Streit. Ja, dieses Wort kenne ich leider auch.
Ein Streit bedeutet, dass zwei Menschen eine Meinungsverschiedenheit haben. Also, wenn Menschen sich ärgern oder laut diskutieren. Genau. Du kannst zum Beispiel sagen, wir hatten gestern einen Streit. Aber ein Streit bedeutet nicht automatisch, dass die Beziehung schlecht ist. Genau. Streit gehört manchmal zu Beziehungen dazu. Und das letzte Wort war Nähe. Richtig? Genau. Nähe beschreibt das Gefühl, dass zwei Menschen sich emotional sehr verbunden fühlen. Also, wenn Menschen sich sehr wichtig sind. Genau. Ein Beispiel wäre, ich fühle mich meiner Familie sehr nah. Das ist ein sehr schöner Satz. Ja, Nähe und Vertrauen sind zwei sehr wichtige Dinge in vielen Beziehungen. Markus, ich merke gerade etwas. Wenn ich diese Wörter kenne, kann ich schon sehr viel über mein Leben erzählen. Genau das ist der Punkt. Mit diesen wenigen Wörtern kannst du über Freunde, Familie, Beziehungen und Gefühle sprechen. Das macht das Thema plötzlich viel einfacher. Absolut. Und im nächsten Abschnitt schauen wir uns an, wie man diese Wörter in ganzen Sätzen benutzt, wenn man über seine eigenen Beziehungen spricht. Gut, Sarah. Nachdem wir über wichtige Wörter für Beziehungen gesprochen haben, kommen wir jetzt zu einem Teil, der für viele Menschen noch persönlicher ist. Wir sprechen über Gefühle und Emotionen. Wenn wir über Beziehungen sprechen, geht es fast immer auch um Gefühle. Wir erzählen, wann wir glücklich sind, wann wir traurig sind oder wann wir jemanden vermissen. Genau deshalb ist es wichtig, diese Gefühle auf Deutsch ausdrücken zu können. Das stimmt wirklich. Ich habe das selbst oft erlebt. Am Anfang meines Deutschlernens konnte ich über einfache Dinge sprechen. Ich konnte sagen, wo ich wohne oder was ich arbeite. Aber wenn jemand fragte, wie fühlst du dich? Oder bist du glücklich hier? Wusste ich oft nicht genau, was ich sagen soll. Ich wollte erklären, dass ich mich manchmal sehr wohl fühle, aber manchmal auch meine Familie vermisse. Aber mir fehlten die Wörter, um diese Gefühle gut auszudrücken. Und genau in solchen Momenten merkt man, dass Sprache nicht nur Grammatik ist. Genau. Und deshalb schauen wir uns jetzt einige wichtige Gefühle an, die im Alltag oft vorkommen. Beginnen wir mit einem sehr positiven Gefühl. Glücklich. Wenn du dich gut fühlst und zufrieden bist, kannst du sagen, ich bin glücklich. Das ist ein sehr einfacher Satz, aber er sagt sehr viel aus. Zum Beispiel, ich bin glücklich, wenn ich Zeit mit meiner Familie verbringe. Oder ich bin glücklich, wenn ich meine Freunde sehe. Viele Menschen benutzen dieses Wort, wenn sie über schöne Momente im Leben sprechen. Es ist eines der wichtigsten Wörter, wenn man über Gefühle spricht. Ich finde dieses Wort sehr schön, aber ich habe früher oft gedacht, dass glücklich ein sehr großes Gefühl beschreibt. Manchmal war ich mir nicht sicher, ob ich es benutzen darf, wenn ich einfach nur einen guten Tag habe. Dann habe ich eher gesagt, es geht mir gut. Aber mit der Zeit habe ich verstanden, dass glücklich auch in kleinen Momenten benutzt werden kann. Zum Beispiel, wenn man ein schönes Gespräch hat oder einen ruhigen Abend mit Freunden verbringt. Dann kann man einfach sagen, ich bin heute sehr glücklich. Das klingt sehr natürlich. Genau. Und ein ähnlicher Ausdruck ist, ich freue mich. Dieser Satz bedeutet, dass du dich über etwas Positives freust. Oft spricht man damit über etwas, das bald passieren wird. Zum Beispiel, ich freue mich auf das Wochenende. Oder ich freue mich, dich zu sehen. Dieser Ausdruck ist sehr typisch im Deutschen und wird sehr oft benutzt. Er zeigt, dass du eine positive Erwartung hast und dich auf etwas Schönes freust. Den Ausdruck habe ich tatsächlich sehr oft gehört, besonders bei der Arbeit. Kollegen sagen zum Beispiel,
Ich freue mich auf das Meeting morgen oder ich freue mich auf unseren Urlaub. Am Anfang dachte ich, dass das vielleicht etwas formell klingt, aber inzwischen merke ich, dass es ein ganz normaler Ausdruck ist, den Menschen ständig benutzen. Und es fühlt sich sehr freundlich an, wenn jemand sagt, ich freue mich, dich zu sehen. Absolut. Jetzt schauen wir uns ein anderes Gefühl an, das viele Menschen kennen. Traurig. Wenn etwas passiert, das dich traurig macht, kannst du sagen, ich bin traurig oder ich fühle mich traurig. Beide Sätze sind möglich. Der zweite Satz klingt manchmal etwas persönlicher, weil er stärker beschreibt, wie du dich innerlich fühlst. Zum Beispiel, ich fühle mich traurig, weil ich meine Familie vermisse. Ja, dieses Gefühl kenne ich gut. Als ich in eine andere Stadt gezogen bin, habe ich meine Familie am Anfang sehr vermisst. Ich habe oft gedacht, ich vermisse euch. Und ich habe gemerkt, dass dieser Satz sehr stark ist. Wenn man jemandem sagt, ich vermisse dich, zeigt man, dass diese Person wirklich wichtig ist. Am Anfang war ich ein bisschen unsicher, diesen Satz zu benutzen, weil er so persönlich klingt. Aber inzwischen habe ich verstanden, dass er im Deutschen ganz normal ist, wenn man über Gefühle spricht. Genau. Ich vermisse dich ist ein sehr ehrlicher und emotionaler Satz. Menschen sagen ihn oft zu ihrer Familie, zu guten Freunden oder zu ihrem Partner. Wenn jemand weit weg ist, hört man diesen Satz sehr häufig. Und er zeigt, wie wichtig eine Person für dich ist. Markus, ein Gefühl habe ich besonders oft erlebt, als ich angefangen habe, Deutsch zu sprechen. Nervös sein. Ich erinnere mich an mein erstes Gespräch auf Deutsch. Ich war unglaublich nervös. Mein Herz hat schnell geschlagen und ich hatte Angst, Fehler zu machen. Das ist ein sehr typisches Gefühl. Nervös bedeutet, dass man ein bisschen Angst oder Unsicherheit spürt, zum Beispiel vor einem wichtigen Gespräch oder vor einer Präsentation. Man könnte sagen, ich war sehr nervös vor meinem Vorstellungsgespräch. Oder ich bin nervös, wenn ich vor vielen Menschen sprechen muss. Das beschreibt mein Gefühl wirklich gut. Aber mit der Zeit wird man sicherer. Und dann merkt man, dass Nervosität ganz normal ist. Absolut. Jetzt kommen wir zu einem sehr romantischen Gefühl. Verliebt sein. Wenn du starke romantische Gefühle für eine Person hast, kannst du sagen, ich bin verliebt. Das beschreibt oft den Anfang einer Beziehung, wenn alles neu und aufregend ist. Dieses Wort klingt sehr emotional. Ich glaube, viele Menschen verbinden damit sehr schöne Momente. Aber ich habe auch ein anderes Gefühl kennengelernt. Enttäuscht sein. Manchmal passiert etwas nicht so, wie man es erwartet hat. Dann fühlt man sich enttäuscht? Genau. Enttäuscht bedeutet, dass deine Erwartungen nicht erfüllt wurden. Zum Beispiel, ich war enttäuscht, weil mein Plan nicht funktioniert hat. Dieses Gefühl gehört auch zum Leben und zu Beziehungen dazu. Ein anderes Gefühl, das ich sehr schön finde, ist Stolz sein. Wenn jemand etwas erreicht hat oder etwas gut gemacht hat, kann man sagen, ich bin stolz auf dich. Das habe ich einmal zu meiner Schwester gesagt, als sie eine wichtige Prüfung bestanden hat. Das ist ein sehr schöner Satz. Stolz beschreibt ein Gefühl von Anerkennung und Freude über die Leistung einer Person. Man kann auch sagen, ich bin stolz auf meine Arbeit oder ich bin stolz auf meine Familie. Markus, ein Wort hat mich lange verwirrt. Einsam. Früher dachte ich, dass einsam einfach bedeutet, allein zu sein. Das denken viele, aber es gibt einen wichtigen Unterschied. Allein bedeutet nur, dass du gerade ohne andere Menschen bist. Einsam bedeutet, dass du dich innerlich allein fühlst und dir Gesellschaft wünschst. Ah, das ist ein großer Unterschied. Man kann also allein sein, ohne einsam zu sein.
Genau. Und man kann sich sogar einsam fühlen, obwohl andere Menschen um einen herum sind. Das ist wirklich interessant. Ich merke, dass diese Wörter helfen, Gefühle viel genauer zu beschreiben. Genau das ist der Punkt. Wenn du sagen kannst, ich bin glücklich, ich fühle mich traurig, ich freue mich oder ich vermisse dich, kannst du deine Gefühle viel klarer ausdrücken. Und Gespräche werden sofort persönlicher und echter. Genau. Und im nächsten Abschnitt schauen wir uns an, wie man Zuneigung oder Liebe auf verschiedene Arten auf Deutsch ausdrücken kann. Gut, Sarah. Wir haben gerade über Gefühle gesprochen. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das für viele Menschen besonders spannend ist. Wie sagt man auf Deutsch eigentlich „Ich liebe dich"? Und was sagt man noch, wenn man Zuneigung oder Nähe ausdrücken möchte? Oh, das interessiert mich wirklich. Ich glaube, viele Menschen kennen nur diesen einen Satz. Ich liebe dich. Aber ich habe schon gemerkt, dass es im Deutschen viel mehr Möglichkeiten gibt. Genau. Und das ist sehr interessant, denn im Deutschen gibt es verschiedene Ausdrücke für unterschiedliche Arten von Zuneigung. Manche Sätze benutzt man eher in einer romantischen Beziehung, andere eher in der Familie oder unter Freunden. Das habe ich tatsächlich erst später verstanden. Am Anfang dachte ich, dass Ich liebe dich einfach der normale Satz ist, wenn man jemandem zeigen möchte, dass er wichtig ist. Das denken viele Lernende. Aber im Deutschen ist „Ich liebe dich" ein sehr starker Satz. Man sagt ihn meistens in einer romantischen Beziehung oder manchmal in der Familie. Also zum Beispiel zwischen Partnern. Genau. Wenn zwei Menschen eine romantische Beziehung haben, sagen sie oft „Ich liebe dich". Ich erinnere mich, dass ich diesen Satz einmal in einem deutschen Film gehört habe. Die Szene war sehr emotional. Ja, dieser Satz wird oft in emotionalen Momenten benutzt. Aber ich habe auch einmal gehört, wie eine Mutter zu ihrem Kind gesagt hat, Ich hab dich lieb. Das klang ganz anders. Genau. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied. „Ich hab dich lieb" ist ein etwas weicherer Ausdruck. Was bedeutet das genau? Es bedeutet, dass du eine Person sehr gern hast und dass sie dir wichtig ist. Dieser Satz wird oft in Familien benutzt, zum Beispiel zwischen Eltern und Kindern. Also, wenn eine Mutter zu ihrem Kind sagt, Ich hab dich lieb. Genau. Aber auch Freunde können diesen Satz manchmal sagen. Interessant. Also ist Ich hab dich lieb etwas weniger stark als Ich liebe dich. Genau. Es klingt oft liebevoll, aber nicht unbedingt romantisch. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ein weiterer Ausdruck ist „Ich mag dich". Den habe ich auch schon gehört. „Ich mag dich" bedeutet, dass du eine Person sympathisch findest. Also eher der Anfang einer Beziehung oder Freundschaft. Genau. Wenn du jemanden neu kennenlernst und die Person dir gefällt, kannst du sagen „Ich mag dich". Das klingt freundlich und offen. Absolut. Es zeigt Interesse, aber es ist nicht so stark wie „Ich liebe dich". Markus, ich habe einmal einen Satz gehört, der mir sehr gefallen hat. Jemand sagte, Du bist mir wichtig. Das ist ein sehr schöner Ausdruck. Ich fand ihn sehr ehrlich. Ja. Du bist mir wichtig bedeutet, dass eine Person eine besondere Rolle in deinem Leben spielt. Also jemand, der dir sehr am Herzen liegt. Genau. Dieser Satz kann in vielen Situationen benutzt werden, zwischen Freunden, zwischen Partnern oder auch in der Familie. Ich finde diesen Satz besonders schön, weil er sehr ruhig klingt, aber trotzdem viel bedeutet.
Das stimmt. Manchmal sagen einfache Worte sehr viel. Ein anderer Satz, den ich schon erwähnt habe, ist: Ich vermisse dich. Ja, dieser Satz drückt aus, dass du eine Person gern bei dir hättest. Ich habe diesen Satz einmal zu einer guten Freundin gesagt, die in eine andere Stadt gezogen ist. Das ist eine sehr typische Situation. Ich wollte ihr zeigen, dass sie mir wichtig ist und dass ich unsere Gespräche vermisse. Genau dafür benutzt man diesen Satz. Markus, ich habe noch einen Ausdruck gehört, der sehr natürlich klingt: Ich bin gern mit dir zusammen. Ja, das ist ein sehr schöner und entspannter Satz. Was bedeutet er genau? Er bedeutet, dass du die Zeit mit einer Person genießt. Also, dass du dich wohlfühlst, wenn ihr zusammen seid. Genau. Dieser Satz kann in vielen Beziehungen benutzt werden. Ich erinnere mich an einen Abend mit Freunden, an dem jemand sagte: Ich bin gern mit euch zusammen. Das klang sehr warm und ehrlich. Ja, solche Sätze stärken Beziehungen. Markus, ich merke gerade, dass diese kleinen Unterschiede sehr wichtig sind. Absolut. Im Deutschen gibt es viele Nuancen. Also kleine Unterschiede in der Bedeutung. Sarah, bisher haben wir über schöne Gefühle gesprochen. Über Nähe, über Zuneigung und über Dinge wie „Ich liebe dich“ oder „Ich vermisse dich“. Aber wenn wir ehrlich sind, gehören zu Beziehungen auch schwierige Momente. Kein Mensch hat nur perfekte Beziehungen. Manchmal gibt es Missverständnisse, manchmal Streit oder Enttäuschung. Und genau in solchen Momenten ist Sprache besonders wichtig. Das stimmt wirklich. Und ich muss sagen, genau solche Situationen finde ich besonders schwierig auf Deutsch. Wenn alles gut läuft, kann ich leicht sprechen. Aber wenn ich erklären möchte, dass mich etwas verletzt hat oder dass ich traurig oder enttäuscht bin, fehlen mir plötzlich die Wörter. Das ist eine sehr typische Erfahrung beim Sprachenlernen. Wenn Gespräche emotional werden, merken viele Lernende, dass sie noch nicht genug Wörter für Gefühle oder Konflikte kennen. Genau. Ich erinnere mich an eine Situation mit einer Freundin. Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Nichts Dramatisches. Aber ich wollte erklären, warum ich mich schlecht gefühlt habe. Und ich dachte plötzlich: Wie sage ich das jetzt auf Deutsch? Was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht war. Aber ich war mir nicht sicher, ob ich einfach sagen kann: Ich bin enttäuscht. Doch, das kannst du sagen. Ein sehr typischer Satz ist: Ich war enttäuscht. Ah, also Vergangenheit. Genau. Zum Beispiel: Ich war enttäuscht, weil ich etwas anderes erwartet habe. Das klingt sehr natürlich. Aber ich hatte Angst, dass dieser Satz vielleicht zu hart klingt. Das ist ein guter Punkt. Wenn du etwas höflicher sprechen möchtest, kannst du kleine Wörter hinzufügen. Zum Beispiel: Ich war ein bisschen enttäuscht. Ah, das macht den Satz weicher. Genau. Solche kleinen Wörter sind im Deutschen sehr hilfreich. Markus, ein anderes Wort hat mich auch verwirrt. Streit. Ich höre es oft, aber ich war mir lange nicht sicher, wie stark dieses Wort ist. Ein Streit bedeutet einfach, dass zwei Menschen eine Meinungsverschiedenheit haben. Also nicht unbedingt ein großes Drama? Nein, ein Streit kann klein oder groß sein. Zum Beispiel könntest du sagen: Wir hatten gestern einen Streit. Ich habe einmal versucht, das zu sagen, aber ich habe stattdessen Diskussion gesagt. Das ist interessant. Eine Diskussion ist oft ruhiger. Ein Streit ist emotionaler. Ah, also ein Streit ist eher ein Konflikt. Genau. Ich merke gerade, dass ich solche Wörter unbedingt in meine Lernroutine aufnehmen muss. Das ist eine sehr gute Idee.
Ich schreibe mir nämlich neue Wörter immer in ein kleines Notizbuch. Aber bisher habe ich hauptsächlich Wörter für Alltagssituationen gelernt, wie Einkaufen oder Reisen. Und jetzt merkst du, dass Wörter für Gefühle genauso wichtig sind. Genau. Denn diese Wörter braucht man, wenn Gespräche persönlicher werden. Ein anderer sehr wichtiger Satz ist: Das tut mir leid. Den Satz kenne ich. Er ist sehr wichtig, wenn du dich entschuldigen möchtest. Also, wenn ich merke, dass ich einen Fehler gemacht habe. Genau. Du kannst sagen: Das tut mir leid. Ich finde diesen Satz sehr stark, obwohl er so kurz ist. Ja, manchmal können einfache Sätze sehr viel ausdrücken. Markus, ich habe einmal in einem Gespräch gesagt, ich möchte ehrlich sein. Aber ich war mir nicht sicher, ob das komisch klingt. Nein, das ist ein sehr guter Satz. Wirklich? Ja. Wenn du sagst: Ich möchte ehrlich sein, zeigst du der anderen Person, dass du offen sprechen möchtest. Das ist genau das, was ich ausdrücken wollte. Dieser Satz hilft oft, ein ruhiges Gespräch zu beginnen. Ich glaube, ich habe ihn damals benutzt, weil ich nicht wusste, wie ich das Gespräch anfangen soll. Das passiert vielen Menschen. Markus, ein anderer Satz, den ich oft höre, ist, wir müssen darüber sprechen. Ja, das ist ein sehr typischer Satz. Aber ich finde ihn ein bisschen ernst. Das stimmt. Dieser Satz wird oft benutzt, wenn ein Thema wichtig ist. Also, wenn man ein Problem klären möchte. Genau. Ich glaube, solche Sätze sind für viele Lernende schwierig, weil sie emotional sind. Das stimmt. Aber gerade deshalb ist es wichtig, sie zu kennen. Ich denke, ich werde diese Sätze auch in meine Lernroutine aufnehmen. Wie würdest du das machen? Vielleicht schreibe ich kleine Beispielsätze auf und lese sie laut vor. Zum Beispiel, ich war enttäuscht, das tut mir leid oder wir müssen darüber sprechen. Das ist eine sehr gute Methode. Denn wenn ich solche Sätze übe, fühle ich mich im echten Gespräch sicherer. Genau. Und das ist das Ziel beim Sprachenlernen. Nicht nur Wörter kennen, sondern sie auch in echten Situationen benutzen können. Ich merke heute wieder, wie wichtig emotionale Sprache ist. Absolut. Wenn du diese Sätze kennst, kannst du auch schwierige Gespräche respektvoll und ruhig führen. Und das hilft nicht nur beim Deutschlernen, sondern auch im echten Leben. Ganz genau. Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich noch ein paar kleine Lerntipps geben. Diese Tipps helfen euch, die Wörter und Sätze aus dieser Folge wirklich zu benutzen. Der erste Tipp ist sehr einfach. Schreibt über eure eigenen Beziehungen. Nehmt ein kleines Notizbuch oder euer Handy und schreibt ein paar Sätze über eure Familie, eure Freunde oder euren Partner. Zum Beispiel: Ich habe einen guten Freund oder ich sehe meine Familie am Wochenende. Das gefällt mir sehr. Ich mache tatsächlich etwas Ähnliches. Ich schreibe manchmal kurze Sätze über meinen Tagssätze über meinen Tag. Vielleicht kann ich jetzt auch mehr über meine Beziehungen schreiben. Genau. Der zweite Tipp ist: Übt Dialoge laut. Viele Menschen lesen nur still, aber beim Sprachenlernen ist es wichtig, auch laut zu sprechen. Wenn ihr Dialoge laut übt, gewöhnt sich euer Mund an die neue Sprache. Das stimmt. Ich habe gemerkt, dass ich Wörter viel besser behalte, wenn ich sie laut sage. Der dritte Tipp ist, eure Gefühle im Alltag zu beschreiben. Wenn ihr zum Beispiel glücklich seid, sagt ruhig: Ich bin glücklich. Oder wenn ihr jemanden vermisst, sagt: Ich vermisse dich. Das ist eine schöne Idee, weil man die Sprache direkt mit seinem echten Leben verbindet. Genau. Und der letzte Tipp: Wiederholt neue Wörter regelmäßig. Wenn ihr ein neues Wort hört, versucht es mehrmals zu benutzen.
Ich glaube, das ist der Schlüssel beim Lernen. Wiederholen, wiederholen und noch einmal wiederholen. Jetzt machen wir eine kleine Übung. Liebe Zuhörer, hört gut zu. Ich sage jetzt einige einfache Sätze über Beziehungen. Wichtig ist, hört zuerst zu und wiederholt den Satz danach laut. Sprecht ruhig langsam und deutlich. Ja, macht wirklich mit. Auch wenn ihr alleine seid. Laut sprechen hilft euch sehr beim Lernen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr den Satz sogar zweimal wiederholen. Gut. Wir beginnen mit dem ersten Satz. Hört zuerst zu. Ich habe einen guten Freund. Jetzt seid ihr dran. Sprecht den Satz laut nach. Sehr gut. Wir sagen den Satz noch einmal. Ich habe einen guten Freund. Wiederholt ihn noch einmal laut. Perfekt. Jetzt kommt der zweite Satz. Hört zuerst zu. Wir kennen uns seit 10 Jahren. Jetzt sprecht ihr. Sehr gut. Und noch einmal zusammen. Wir kennen uns seit 10 Jahren. Wiederholt den Satz noch einmal langsam. Sehr schön. Jetzt kommt der dritte Satz. Hört zuerst zu. Ich vermisse meine Familie. Jetzt sprecht ihr den Satz laut nach. Sehr gut. Wir wiederholen ihn noch einmal. Ich vermisse meine Familie. Sprecht ihn noch einmal langsam. Perfekt. Jetzt kommt der letzte Satz. Hört zuerst zu. Meine Freunde sind mir sehr wichtig. Jetzt wiederholt ihr den Satz. Sehr gut. Und noch einmal. Meine Freunde sind mir sehr wichtig. Sprecht ihn ein letztes Mal laut. Wunderbar. Wenn ihr möchtet, könnt ihr den Podcast jetzt kurz pausieren und alle Sätze noch einmal wiederholen. Genau. Je öfter ihr diese Sätze laut sagt, desto natürlicher fühlt sich Deutsch an. Und mit der Zeit werdet ihr merken, dass ihr immer leichter über eure eigenen Beziehungen sprechen könnt. Sehr gut gemacht. Gut, Sarah. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Heute haben wir darüber gesprochen, wie man auf Deutsch über Beziehungen und Gefühle sprechen kann. Wir haben wichtige Wörter kennengelernt, zum Beispiel für Freunde, Familie oder Partner. Außerdem haben wir gesehen, wie man Gefühle ausdrücken kann, wenn man glücklich, traurig, nervös oder sogar enttäuscht ist. Ja, und ich habe heute wieder gemerkt, wie wichtig solche Wörter im Alltag sind. Wenn man eine neue Sprache lernt, denkt man zuerst an Dinge wie Essen bestellen oder nach dem Weg fragen. Aber wenn man Menschen wirklich kennenlernen möchte, muss man auch über Gefühle und Beziehungen sprechen können. Genau. Denn genau in diesen Gesprächen wird eine Sprache lebendig. Wenn du erzählen kannst, wer dir wichtig ist, wen du vermisst oder wann du dich glücklich fühlst, wird ein Gespräch sofort persönlicher. Und ich finde auch, dass man sich dadurch viel näher fühlt. Wenn jemand auf Deutsch sagt, wie er sich fühlt, versteht man diese Person viel besser. Absolut. Sprache verbindet Menschen und je mehr Wörter und Sätze ihr kennt, desto leichter könnt ihr echte Gespräche führen. Ich glaube, viele Zuhörer haben heute gemerkt, dass man gar keine komplizierten Sätze braucht. Oft reichen einfache Sätze wie „Ich vermisse dich“ oder „Meine Familie ist mir wichtig“. Genau. Ein paar klare Worte können sehr viel bedeuten. Markus, ich habe heute auch wieder eine Idee für meine Lernroutine bekommen. Wirklich? Ja. Ich möchte versuchen, jeden Tag 1 oder 2 Sätze über meine Beziehungen oder Gefühle auf Deutsch zu sagen. Zum Beispiel: Heute habe ich mich sehr gefreut, meine Freundin zu sehen. Das ist eine sehr gute Übung. Denn wenn man über sein eigenes Leben spricht, merkt man sich die Wörter viel besser. Genau so ist es. Und liebe Zuhörer, wir sind jetzt auch neugierig auf euch.
denkt einmal kurz nach. Wen möchtet ihr auf Deutsch beschreiben? Vielleicht einen guten Freund, ein Familienmitglied oder eine Person, die euch sehr wichtig ist. Versuch doch einmal, einen einfachen Satz zu sagen. Zum Beispiel, mein bester Freund ist sehr hilfsbereit. Oder ich vermisse meine Familie. Genau. Solche kleinen Sätze sind der Anfang von echten Gesprächen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Wir wünschen euch viel Erfolg beim Deutschlernen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss zusammen! Auf Wiederhören.